Im letzten Video konnten wir ja nachweisen, dass unter den Profilen von Deutschlands bekanntesten Influencern tausende Sexbots ihr Unwesen treiben und Kinderpornografie verkaufen. Und er hat gesagt, es sind halt Kindervideos und ich habe mal nachgefragt, woher die kommen und seine Antwort war, die meisten von ihnen kommen aus Europa. Und ich bin mega stolz, dass wir auf so ein wichtiges Thema so viel Aufmerksamkeit lenken konnten und deswegen gehen wir heute einen Schritt weiter und wir schauen uns mal reale Fälle aus Deutschland an. Denn auch in Deutschland werden Kinder missbraucht und dabei gefilmt. Heute spreche ich mit zwei Menschen, die genau das erleben mussten und wir hinterfragen das System, das eigentlich die Betroffenen schützen und ihnen helfen sollte und dabei oftmals versagt. Kurz bevor es weitergeht. Ohne die Unterstützung unserer Partner, die die Produktion mittragen, hätten wir viele wichtige Themen hier gar nicht umsetzen können und einer dieser Partner ist Clark. Mit Clark kannst du nämlich checken, wie du bei deinen Versicherungen aufgestellt bist. Du machst einfach den Bedarfscheck, beantwortest ein paar Fragen, lädst deine bestehenden Versicherungen hoch und bekommst dann direkt eine Einschätzung, ob bei dir was fehlt oder ob du gut aufgestellt bist. Und ein Thema taucht dabei immer wieder auf, nämlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ich gebe zu, das ist natürlich eine Versicherung, wo wir in unserem Alter eher weniger drüber nachdenken, aber genau jetzt macht es Sinn, da sich die Beiträge für eine Berufsunfähigkeitsversicherung an unserem Alter und an dem Gesundheitszustand orientieren und demnach jetzt gerade günstiger sind. Und Berufsunfähigkeit bedeutet nicht zwangsläufig irgendein Unfall, oftmals sind es Dinge wie Burnout, Depression, Krebs oder Rückenprobleme. Was ich ganz angenehm finde, bei Clark kannst du auch mit Experten über deine Versicherungen sprechen und dir dabei sogar aussuchen, mit wem du über welches Thema sprechen möchtest, das heißt eine gezielte Beratung von Leuten, die sich auch auskennen. Wichtig, du erteilst Clark ein Maklermandat, damit sie deine Versicherungen überhaupt verwalten können. Solltest du schon einen Makler haben, solltest du im besten Fall vorher mal mit ihm sprechen. Mit meinem Code Marvin gibt es jetzt auch noch einen Bonus, nämlich einen 15 € Shopping-Gutschein pro hochgeladener Versicherung, also bis zu 45 € insgesamt. Kostet nichts und du kannst endlich mal überprüfen, wo du mit deinen Versicherungen stehst. Wenn ich mit der Recherche einsteige, ist es natürlich erstmal wichtig, sich einen Überblick von der Gesamtlage zu verschaffen. Und deswegen habe ich mal das Bundeslagebild des Bundeskriminalamtes rausgesucht und da sind die Zahlen von 2024 aufgeführt. Hier steht nämlich, dass allein im Jahr 2024 16.354 Fälle von Missbrauch an Kindern ans Tageslicht gekommen sind. Und ans Tageslicht ist auch der richtige Begriff, denn die Zahlen spiegeln das Hellfeld wider. Es ist von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen. Bedeutet, die meisten Fälle, die passieren, sind hier wahrscheinlich gar nicht erfasst, weil sie nie angezeigt werden. Ein interessanter Fakt steht auch noch hier. In mehr als der Hälfte der Fälle bestand zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen nachweislich eine Vorbeziehung. Das heißt, sie kannten sich. Und im letzten Video haben wir ja schon festgestellt, dass häufig solche Taten auch gefilmt werden. Auch dazu gibt es Zahlen und die muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das BKA hatte 2024 Kenntnis von über 45.000 verschiedenen kinderpornografischen Inhalten. Und auch da ist natürlich nur die Rede von denen, die sie kennen. Denn so Sachen wie die Vertreibung über Bot-Kommentare, wie wir es vor 2 Wochen festgestellt haben, ja, das ist wahrscheinlich ein ziemlich hohes Dunkelfeld. Was man halt einfach nicht vergessen darf, ist, dass hinter jeder Statistik, hinter jedem Fall und auch hinter jedem Foto, was auf Telegram verkauft wird, ein einzelnes Schicksal steckt. Wir reden hier immer noch von Kindern, die solche Taten erstmal gar nicht verarbeiten können und oftmals ihr Leben lang darunter leiden. Und einen ganz konkreten Fall, den habe ich auch gerade auf Instagram gefunden, nämlich den Fall von Lena Jensen. Sie ist mittlerweile erwachsen und kann ganz offen darüber sprechen, dass sie als Kind missbraucht und dabei gefilmt wurde. Und morgen treffe ich mich mal mit ihr und sie möchte mir erzählen, wie schlimm eigentlich die Zeit war, nachdem das alles ans Licht gekommen ist. Vielleicht magst du mir mal erzählen, was damals überhaupt passiert ist. Also meine erste Erinnerung fing an, als ich so 2 Jahre alt war. Und da kam ein Mann durch die Tür. Also ich habe geschlafen, es war alles so dunkel, mit der Taschenlampe so in das Zimmer rein und hat dann so also ich habe nur dieses Taschenlampenlicht gesehen in mein Gesicht und dann hat er mich aus dem Kinderbett gehoben. Das waren diese Reisebetten, die man so von früher kannte. Und dann weiß ich nur noch, dass er so nackt auf einem Stuhl saß und mich dann quasi so auf ihn raufgehoben hat und mich dann quasi missbraucht hat. Ich habe dann irgendwann an der Seite so gehört, Lena, lächle doch mal in die Kamera. Habe ich mich so umgedreht und habe dann erst die Frau gesehen. Die hatte ich gar nicht wahrgenommen in der ganzen Zeit. Und das hat mich irgendwie voll erschreckt, weil die war so hinter der Lampe und saß dann da halt mit dieser Kamera quasi. Das war so die erste Erinnerung, die ich habe. Und da war ich ungefähr 2. Und genau, dann wiederholte sich das halt ganz, ganz oft, also so 4 Jahre. Und dann kam das irgendwann dann durch den Zufall raus. Erinnerst du dich an den Moment? Einmal war es halt, dass eine Kindergärtnerin zu meiner Mama kam und meinte, dass ich so ein auffallendes sexualisierendes Verhalten hätte, das nicht so zu meinem Alter passt. Da war ich so 6, glaube ich. Und dann meinte sie, es könnte halt sexueller Missbrauch sein. Und ich war halt
bis dato die ganze Zeit bei Ärzten und Psychologen und die haben alle immer gesagt, ja, sie hat eine Angststörung, aber sie wissen nicht genau, was es ist. Und keiner hat meiner Mama mal so diesen Verdacht in den Kopf gesetzt. Und sie war so die Erste. Und dann dachte sie die ganze Zeit, ja, aber wer sollte das denn machen? Also ich vertraue doch allen Menschen. Und dann hatte sie ein richtig komisches Bauchgefühl und hat sich dann quasi an einen Neuropsychologen in einer Stadt gewandt. Und der hat sie dann so angeleitet, mit mir darüber zu sprechen. Und dann hatte ich dann in so einer Spieltherapie quasi mich dann geöffnet ein bisschen. Wie ist es dann weitergegangen, als ihr zur Polizei gegangen seid? Genau, dann sollte ich mich da quasi öffnen vor wildfremden Menschen, auch so in einer Stunde oder so, weil irgendwann machen die auch Feierabend und das fiel mir halt richtig schwer. Und ich glaube, so qualitativ gut war meine Aussage nicht, wie sie hätte sein können, weil ich einfach nicht so diese Zeit und das Vertrauen hatte und ja auch erst so 6, 7 Jahre alt war. Und dann gab es auch eine medizinische Untersuchung und da wurde eben auch der sexuelle Missbrauch festgestellt, also weil wir halt innere Vernarbungen haben. Es kam auch raus, dass mehrere Kinder betroffen waren und die wurden auch untersucht und da wurde es auch festgestellt. Die haben auch alle die gleichen Täter benannt, aber halt nicht, es konnte halt nicht medizinisch festgestellt werden, wer das war anhand von DNA-Spuren, weil wir halt auch lange Zeit da zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr da gewesen sind. Dadurch, dass es dann ja nur in Anführungszeichen die Aussagen von den ganzen Betroffenen gab, kann ich mir vorstellen, war das Verfahren relativ schnell erledigt, oder? Es gab keine DNA-Spuren, das heißt keine hieb- und stichfesten Beweise. Wie ging es dann weiter? Ja, es war so, dass die Täter uns aber zu der Zeit noch so bedroht hatten. Also jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, mit einer Waffe, sondern die standen halt immer am Haus mit anderen so in schwarz gekleideten Männern, egal wo wir hingegangen sind, einkaufen, irgendwo zu Besuch. Also die waren halt immer so präsent. Manchmal stand der Täter auch selber am Gartenzaun und dann haben wir irgendwann, sind wir dann zum Weißen Ring gegangen und die haben uns dann in das Opferschutzprogramm genommen. Und wir durften dann auch den Namen ändern, also dann haben wir den Namen Jensen bekommen und wir mussten auch über Nacht quasi ausziehen. Also wir haben dann 2 Wochen lang ungefähr ein neues Haus gesucht. Das heißt auch nicht, dass man ins Opferschutzprogramm kommt, dass man irgendwie Geld kriegt oder so. Also wir mussten das alles selber finanzieren und meine Eltern waren so Mitte 20, beide gerade erst im Beruf, jetzt auch keine großen Verdiener. Also es war, ja, die hatten danach solche Existenzängste, aber wir mussten das halt schnell verkaufen und schnell ein neues Haus finden. Und dann haben wir, ich weiß noch, als wir umgezogen sind, mein Papa, die haben halt alle Gardinen und so runtergemacht und Rollos. Und dann, ich weiß noch, wie ich auf diesem Schaukelstuhl saß und meinen Papa so packen gesehen habe. Und ich nur dachte, oh Gott, so, wir verlieren unser Zuhause, unsere Freunde. Und dann, das war irgendwie, und ich habe dieses Leid auch so dann gedacht, dass ich halt so daran schuld bin, dass es denen jetzt so schlecht geht, weil ich das ja gesagt habe. Und dann ja, sind wir dann quasi ins Auto gestiegen und dann in ein anderes Haus quasi gefahren und hatten da aber auch erstmal nichts und haben dann sind da dann quasi so neu angefangen. Also so wirklich kann ich es ehrlicherweise gar nicht glauben. Normalerweise geht man ja davon aus, wenn so ein Fall passiert, wird alles Mögliche getan, um die Familie und vor allem das betreffende Kind zu schützen. In diesem Fall wurde aber das Gegenteil getan. Lenas Familie musste umziehen, musste untertauchen und der Täter wurde nicht versucht, irgendwie fernzuhalten. Und wenn wir das jetzt noch mal runterbrechen auf die über 16.000 Fälle, die es 2024 in Deutschland gab, müsste man ja eigentlich davon ausgehen können, dass es auch Therapieplätze gibt, die ideal auf die Bedürfnisse von solchen Kindern zugeschnitten sind. Aber selbst das hat bei Lenas Fall nicht funktioniert. Ich war ja bei richtig vielen Psychologinnen und Psychologen während der gesamten Zeit und keiner konnte mir davon helfen. Und ich glaube, ich weiß nicht, die wievielte es war, aber die hat halt von dem Fall gehört und kam auch aus Süddeutschland. Und alle haben immer so gesagt, du schaffst nichts, du wirst nichts mehr und haben mich so verloren geglaubt. Und wenn Erwachsene nicht an ein Kind glauben, wie sollen das Kind selbst an sich glauben? Und die saß da wirklich so, hat mich so gefragt, Lena, was ist dein größter Traum? Und hat mir so Mut und Hoffnung gemacht, weil ich glaube, wenn Leute sich das Leben nehmen wollen, dann haben sie ja keine Hoffnung mehr. Und wie willst du sie dann überzeugen, noch eine Therapie zu machen? Und sie hat irgendwie so ganz andere Knöpfe in mir gedrückt und mir so geholfen, wirklich wieder mir mein Leben zurückzuholen. Um das vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, nimm mich mal mit, was waren denn so Äußerungen von den Therapeuten, wo es nicht so gut lief, dass du gemerkt hast, du hast es eben so schön gesagt, dass sie dir nicht Mut zusprechen konnten, dass sie irgendwie auch kein Vertrauen in dir gesehen haben? Ja, also einmal waren es wirklich so Äußerungen nachher, die gefragt haben, ja, bist du dir sicher, dass es passiert ist? Hast du das nicht vielleicht im Fernsehen geguckt oder hast du deine Eltern vielleicht bei irgendwas gesehen? Also einmal so, glaube ich, dieses Infragestellen, weil wenn du sowas erlebst, dann will die Psyche das natürlich nicht glauben und will das natürlich nicht haben und die will das ja wegschieben. Also sowas kommt einem schon dann gut, wenn jemand das auch wegschieben will. Aber in meinem Fall, ich wusste halt so klar die Bilder, dass mich das halt noch mehr verwirrt hat. Und dann war halt die andere Sache auch, dass die oft gar nicht so mit Worten, sondern eher so mit Blicken immer dieses
Also dieses mitleidige Gesicht und dieses, oh mein Gott, es ist so schlimm. Und so, das war für mich nicht aushaltbar, weil Kinder tarieren sich ja so. Also wenn man in einem Elternhaus groß wird, die zum Beispiel alle voll aggressiv sind, dann wird man vielleicht eher deeskalierend. Und wenn ich da jemanden vor mir habe, der so mitleidig ist, dann werde ich eher stärker und will mich noch weniger fallen lassen, weil ich ja denke, oh Gott, die Person zerbricht dann ja. Ich habe mal eine Mail an die Opferschutzorganisation Weißer Ring geschrieben und die antworten mir, besonders schwere Erkrankungsbilder wie etwa eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung erfordern hochspezifische psychotherapeutische Fachkompetenzen. Und weiter schreiben sie, dass Versorgungsplätze nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen und Ärzte einfach keinen Anreiz haben, um überhaupt die Qualifikation dafür zu erwerben. Und deshalb gibt es einfach nicht genügend Hilfsstellen, obwohl jeder weiß, dass sie eigentlich dringend nötig sind. Und genau das kann in der Realität wirklich schlimme Folgen haben. Bei mir hat sich ein Zuschauer gemeldet, wir nennen ihn jetzt einfach mal Frank, und ihm ist genau das Gleiche passiert wie Lena. Als Kind wurde er über Jahre hinweg mehrfach sexuell missbraucht. Nur hatte er eben nicht dieses eine Quäntchen Glück, irgendwann bei der richtigen Therapie zu landen, sondern ist wirklich erst im Erwachsenenalter dazu gekommen und selbst diese Therapie ist nach hinten losgegangen. Nach meiner ersten Ausbildung habe ich meinen ersten stationären Aufenthalt gehabt. Der lief nicht so gut, weil wir keine nennenswerten Fortschritte machten. Zwang mich die Therapeutin, entweder ich lege alles offen, ich reiß die Mauer ein, die ich über die Jahre aufgebaut habe, oder sie lässt mich noch an den Tag gehen. Wenn man als Kind oder dann halt als Jugendlicher oder Heranwachsender dann diese Pistole so auf die Brust gesetzt bekommt, was hat das mit dir gemacht? Weil für mich, muss ich sagen, hört sich das an, dass man da ja weniger auf der Suche war, dass es dir besser geht, sondern eher, ich sehe hier keinen Behandlungserfolg, den ich am Ende dann auch verzeichnen kann. Ne? Stichwort Quote, Abrechnung, Co. Nur mal so dahingestellt. Und darunter musstest du dann ja leiden, oder nicht? Ja, genau. Also die damalige Depression hat wohl nicht gereicht. Und dann wurde halt das komplette Trauma aufgebrochen. Und natürlich durch die Stabilität, die ich in der Klinik hatte, ging es mir, als ich rauskam, relativ gut. Wobei es dann anschließend sehr steil bergab ging. Meine ambulante Therapie war zu Ende. Ich hatte Probleme mit meinem damaligen besten Freund. Es drohte eine Obdachlosigkeit. Zusätzlich hatte ich dann extreme Prüfungsangst. Das Ganze wurde so schlimm, dass ich mehr psychosomatische Symptome entwickelte. Letztlich war ich knapp 3 Jahre krankgeschrieben, wurde ein Gutachten erstellt und da drin wurde dann festgestellt, okay, ist momentan arbeitsunfähig. Und da bist du jetzt auch heute noch? Da bin ich heute noch. Ich habe keinen adäquaten Therapieplatz gefunden, beziehungsweise ich hätte einen. Da könnte ich auch relativ schnell rein, die Kosten werden aber nicht getragen. Weißt du warum? Die Krankenkasse macht das dann nicht. Es könnte vom Amt für Opferentschädigung getragen werden. Allerdings ist aufgrund zweier miserabler Gutachten jetzt so der Stand, ich hätte gar kein Trauma. Also ich wäre nicht traumatisiert und hätte dementsprechend auch keinen Anspruch auf eine Therapie. Ich habe Frank mal gebeten, uns den Namen seiner Gutachterin zu verraten, und ich habe die mal gegoogelt und finde zu ihrer Praxis zig Bewertungen. Hier liest man zum Beispiel: Es drängt sich der Eindruck auf, dass hier ein vorgefertigtes Narrativ bedient wird, anstatt methodisch sauber zu arbeiten. Zweite Bewertung: Mit schwerer Depression hingekommen, und ihr Kommentar: Nur weil Sie hier sitzen und heulen, kann ich auch nichts diagnostizieren. Dritter Kommentar: Eigentlich gar kein Stern verdient. Nächster Kommentar: Sie macht eher die Situation von einigen Menschen nur noch schwerer, als sie schon sind. Nächster Kommentar: Man findet dort oft nur Vermutungen, die als Gewissheit getarnt werden und am Ende als Tatsache formuliert werden. Und es geht wirklich die ganze Zeit so weiter. Es kann natürlich sein, dass diese Frau einfach eine schlechte Gutachterin ist und nur schlechte Bewertungen bekommt. Es kann natürlich aber auch sein, dass sie vielleicht ein bisschen altmodisch ist und eine altmodische Sichtweise auf moderne psychische Erkrankungen hat und deswegen dann diejenigen, die begutachtet werden, die Konsequenzen davon tragen müssen, wie Frank, mit dem wir gesprochen haben. Ich möchte das Ganze aber mal herausfinden und werde da jetzt anrufen und habe mir auch eine kleine Geschichte überlegt, dass ich ein Vertreter einer Versicherung wäre. Diejenigen bezahlen nämlich im Zweifel für jemanden, der therapiert wird. Und wenn hier ein Gutachten sagt, nö, da ist gar keine Therapie notwendig, dann muss ich als Versicherung auch nichts bezahlen. Und ich bin mal gespannt, was die gute Frau mir erzählen wird. Neurologe. Hallo, guten Tag. Schönen guten Tag, Marc Schmidt, mein Name, von der Versicherung Hage und Will. Ich rufe an, da wir gerade von einem unserer Versicherungsklienten auf der Suche sind nach einer Gutachterin oder einem Gutachter, da in der Firma, die wir versichern, ein Mitarbeiter ist, der gerade einen Langzeitausfall hat unter dem Vorwand eines Burnouts.
Und wir sind da jetzt gerade so ein bisschen auf der Suche, dass wir mal ein unabhängiges Gutachten erstellen können, weil wir und auch der Versicherer ja so ein bisschen davon ausgehen, dass es ein vorgeschobener Grund ist. Und jetzt haben wir Ihr Profil gefunden und auch mal Ihre Google-Bewertungen durchgelesen und das, glaube ich, könnte ganz gut passen. Wie würde das denn jetzt weitergehen? Wie könnte ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen? Ich weiß nicht, wer die Kosten übernimmt. Von der Stelle sollten wir einen offiziellen Auftrag bekommen. Ja. Mit allen möglichen Unterlagen, die zur Verfügung stehen. Dann schaue ich mir das an und dann könnten wir auch einen Termin ausmachen. Okay, wie würde das denn im Grunde dann ablaufen? Wie viele Sitzungen braucht so ein Gutachten, um da sich zu überzeugen, dass derjenige das Ganze nur vorschiebt? Also in der Regel machen wir, je nachdem wie umfangreich es ist, zwischen 1 und 2 Sitzungen. Gut, alles klar. Dann weiß ich erstmal Bescheid, wie der Ablauf ist und dann würde ich mich zeitnah nochmal melden. Alles klar, in Ordnung. Ja, also bin ich der Einzige hier im Raum, der so baff ist, dass 1 bis 2 Gespräche reichen, um jemanden zu attestieren, ja, du hast eine psychische Erkrankung und es ist berechtigt, dass du auf der Arbeit ausfällst, oder nein, du spielst nur vor und lügst, weil du einfach ein faules Schwein bist? Wie crazy ist das denn? Ich dachte wirklich, das dauert Monate, um da wirklich so einer psychischen Erkrankung mal auf den Grund zu gehen. Aber 1, 2 Sitzungen? What the fuck? Also da kann ich aber auch wirklich verstehen, dass sich diese Kritik auch in den Google-Bewertungen widerspiegelt. Um das Ganze nochmal einzuordnen, ihr müsst euch natürlich auch vorstellen, wenn jemand aufgrund einer psychischen Erkrankung jetzt längerfristig ausfällt, gibt es natürlich trotzdem Stellen, die dafür haften. Der Versicherer oder zum Beispiel der Arbeitgeber. Für beide fallen im Zweifel Kosten an. Und so ein Gutachter wird im Zweifel genau von diesen beiden Stellen beauftragt. Und es ist so ein bisschen wie in der Wissenschaft, ne? Wenn man jetzt eine Studie übers Rauchen macht, dann kommt da ganz oft raus, dass Rauchen gar nicht so schädlich ist. Wenn aber ein Vape-Hersteller so eine Studie in Auftrag gibt und dann am Ende rauskommt, naja, Vapen ist ja gar nicht ganz so schädlich wie Rauchen und eigentlich voll gesund, dann wissen wir, woher es kommt. Immer der die Studie in Auftrag gibt und bezahlt, hat natürlich auch zwangsläufig irgendwo so ein bisschen Einfluss darauf, was am Ende rauskommt. Und für mich hat sich dieses Telefonat gerade ganz stark danach angehört, als ob man genau für Versicherer und auch für Arbeitgeber da ist, um so schnell wie möglich ein Gutachten zu bekommen, wie bei Frank, wo dann drin steht, sorry, du bist nicht psychisch erkrankt. Es ist natürlich so, dass sich mit der Zeit dann entsprechende Seilschaften bilden. Also wenn eine bestimmte Institution, ich sage jetzt einfach mal stellvertretend für viele die Deutsche Rentenversicherung, so ein Gutachten haben möchte, um nachzugucken, hat jemand Verletzungen, in welchem Umfang und so weiter, dann greifen die auf einen Pool von Gutachtern zurück. Das heißt, sie haben bestimmte Gutachter. Wenn die von so einer Institution beauftragt werden, dann möchten die gerne auch zukünftig weiter beauftragt werden. Das heißt, das kann zu einer wirtschaftlichen Abhängigkeit führen und das kann auch dazu führen, dass der Gutachter seinem Auftraggeber gerne was Gutes tun möchte. Wie konkret kann man sich das denn vorstellen? Steckt da vielleicht auch so ein bisschen Kalkül hinter, gerade wenn es irgendwie Absprachen gibt zwischen den Gutachtern und den Auftraggebern, die es am Ende bezahlen? Ich bin mir da sehr sicher, dass da ein Kalkül dahinter steckt, diese Strukturen aufzubauen. Wenn man sich bestimmte Gutachter anschaut, die immer wieder dadurch auffallen, dass sie besonders günstige Gutachten schreiben für den Auftraggeber, die dann häufig von der Wahrheit abweichen, dann ist das ein Umstand, der kann den Auftraggeber nicht verborgen bleiben. Also in Zeiten des Internets ohnehin nicht. Ne? Man kann schauen, wie sind die Bewertungen und ich sag mal, jeder Auftraggeber kann innerhalb von einer Minute oder so herausfinden, was ist das für ein Gutachter, fällt er häufiger dadurch auf, dass seine Gutachten angegriffen werden, dass sie von Gerichten zerrissen werden und so weiter. Und trotzdem werden aber diese Gutachter immer weiter beauftragt. Auch hier deckt sich so wieder ein bisschen mein Eindruck, dass es die ganze Zeit nur darum geht, einen Grund zu finden, um den Opfern nicht helfen zu müssen, weil es natürlich eine Menge Geld kostet. Ob es jetzt genauso bei Frank war, das kann ich nicht abschließend beurteilen, aber fest steht, unter der Entscheidung, dass er nicht traumatisiert wäre und dementsprechend keine Hilfe bekommt, unter der leidet er bis heute. Fühlst du dich irgendwie vom System zurückgelassen? Im Grunde fühle ich mich vom System fast schon verraten. Ne, das System ist nicht in der Lage, einen offensichtlich gefährlichen Mann wegzusperren. Vorbestraft, damals hieß es, keine Gefahr ausgehend, freigelassen. Und das gleiche System ist dann wieder, was sagt, ja, hier vernünftig Therapie bzw. Ausgleichszahlung für das, was wir verbockt haben, gibt es nicht, weil nicht traumatisiert genug. Das ist einfach nur ein Witz. Ich kann die Vorwürfe von Frank natürlich nicht final überprüfen, aber so oder so deckt es sich mit dem, was ich herausgefunden habe, und das macht mich einfach sprachlos. Es zeigt einmal mehr, dass es nicht selbstverständlich ist, als Opfer von sexueller Gewalt im Kindesalter einen angemessenen Therapieplatz zu bekommen, und wenn man einen bekommt, ist der Weg bis dahin sehr, sehr schwer. Und als ob diese ganze Situation nicht schon schlimm genug wäre, hat der Bund letztes Jahr entschieden, keine weiteren finanziellen Mittel für den Fonds Missbrauch zur Verfügung zu stellen. Hier konnten sich zum Beispiel Opfer von
Missbrauch relativ einfach finanzielle Unterstützung holen. Aber es gibt auch Orte und Menschen in Deutschland, die probieren, etwas besser zu machen. Und für diese Recherche war ich auch im Childhood House von der Berliner Charité. Das ist ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche hinkommen können, wenn gerade etwas passiert ist. Das heißt wirklich im akuten Notfall. Und dort passiert alles an einem Ort. Untersuchungen, Befragungen für die Polizei, Gespräche mit Leuten, die genau wissen, wie sensibel man mit solch einer Situation umgehen muss, damit das Kind am Ende nicht noch mehr belastet wird. Das Problem ist nur, auch solche Projekte sind spendenfinanziert. Das heißt, öffentliche Gelder stehen entweder gar nicht oder nur bedingt bereit. Das heißt, wenn ihr euch das Ganze gerne mal anschauen möchtet oder supporten möchtet, Link natürlich in der Infobox. Lasst gerne ein Abo auf meinem Kanal da, wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Macht's gut. Tschüss.